Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kurzschlusskanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Sony hat die InZone Buds herausgebracht, ein In-Ear-Gaming-Headset, das damit wirbt, dass es Active Noise Cancelling hat und auch eine latenzfreie Wiedergabe. Das Headset soll an der PlayStation funktionieren, also an der PlayStation 5 und auch am Computer. Xbox-Spieler schauen leider in die Röhre, ist aber irgendwie auch verständlich, dass Sony natürlich nur seine eigene Konsole beliefert. Ich habe das Ganze mit einem binauralen Mikrofon getestet, so dass ihr im Verlauf des Videos am besten Kopfhörer aufsetzt, um euch selber einen Überblick bzw. einen Eindruck über die Klangqualität des Headsets zu verschaffen. Wir unboxen das Headset, gehen dann in eine kurze Gaming-Session und ich habe darüber hinaus auch noch in meinem Wohnzimmer, so gut es eben ging, eine Umgebungsgeräuschsituation simuliert und das Ganze dann einmal aufgenommen, ohne mit den Headsets und zum Vergleich auch noch mit den AirPods Pro. Viel Spaß! Dann lasst uns die Sony InZone Buds mal auspacken. Wie ihr schon sehen könnt, ich habe hier die schwarze Variante. Kommt in einem kleinen, einer unverdächtigen Box daher. Wer schon mal InZones ausgepackt hat, der erkennt das Farbmuster wieder. Ich habe das auch immer geöffnet, weil ich mich mal unglaublich ungeschickt mit solchen Klebdingern oder Siegeln anstelle. Und wir holen aus der Box eine zweite Box raus. Und wenn wir die öffnen, dann sehen wir natürlich die Kopfhörer und hier so einen kleinen Quick-Start-Guide, wie man es denn richtig zu bedienen hat. Hier drin habt ihr dann noch Aufkleber und das ganze Papiergedöns, was ja nicht so wirklich jemanden interessiert. Ansonsten haben wir noch ein USB-A zu USB-C Ladekabel, auch nichts Besonderes, und verschiedene Silikonaufsätze für verschieden große Ohren. Genau, so, aber hier sind die Kopfhörer. Und das ist echt schlicht gehalten. Wir haben hier hinten den USB-C-Anschluss. Wir haben den Pairing-Button für das Bluetooth. Und ich schätze mal auch, dass ich damit irgendwie das Ganze zurücksetzen kann. Und so gewichtstechnisch, wenn ich jetzt mal die AirPods in die Hand nehme, ja, also die AirPods sind ein bisschen schwerer. Ne? Die Sonys hier sind ein bisschen leichter, fühlen sich auch leichter an. Aber ihr hört es vielleicht. Das hier klingt ein bisschen wertiger. Das hier kommt mir so ein bisschen leicht zu verplastikt vor. So, wenn wir aufklappen, dann sehen wir hier die beiden Kopfhörer. Und das hier in der Mitte ist interessant. Das finde ich sehr gut gelöst. Das hat Sony gut gemacht. Das ist der USB-C-Dongle, den ihr benötigt, wenn ihr das Ganze an einem Mobilgerät betreiben wollt oder an der PS5. Seht ihr auch, PS5 bzw. Mobile. Und mit dem Kippschalter kann man auch noch dann zum PC umswitchen. So, zack. Mehr ist es nicht. Genau. Und auf dieses kleine Gerät, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ansonsten haben wir hier natürlich die Kopfhörer. Hier ist das grüne Lämpchen, dass das Ding Saft hat. Und die Kopfhörer sehen so aus. Ich lege sie mal hier hin, also haben ein relativ schön geschwungenes Design. Ihr habt hier einmal ein Mikrofon und hier oben die obere Hälfte, also die Hälfte hier, da ist der Touch-Sensor und da könnt ihr verschiedene Sachen dann einstellen, unterschiedliche Funktionen für rechts und für links und für rechts. Das Ganze könnt ihr mit dem InZone Hub einstellen. Das hätte ich euch gerne gezeigt, aber leider Gottes gibt es den InZone Hub nur für Windows und ich bin ausschließlich macOS-Nutzer. Da müsst ihr bei jemand anderem reinschauen. Ihr könnt dort aber verschiedene Funktionen einstellen. Ihr könnt auch einstellen, wie dieser Touch-Sensor reagiert, beziehungsweise was passiert, wenn ihr einmal tippt, zweimal tippt, vielleicht sogar dreimal tippt. Ganz genau. Und ihr könnt natürlich auch den Equalizer dort einstellen. Also ihr könnt eine ganze Menge Einstellungen vornehmen. Wir müssen uns hier für dieses Video allerdings mit den Voreinstellungen, die hier schon drauf gespeichert sind, zufrieden geben. Und werden die dann dementsprechend auch gleich mal ausprobieren. Und zwar an der PlayStation natürlich. Aber ich zeige euch auch, dass das Ganze mobil funktioniert, wenn ihr zum Beispiel ein, ich sag mal, mobiles Gerät mit USB
USB-C habt, so zum Beispiel dieses iPad hier hat ja USB-C und da kann ich das hier einfach reinstecken und dann tatsächlich auch benutzen. So, muss dann natürlich auf Mobile umschalten, das ist ja gerade, und dann kann ich tatsächlich die Kopfhörer auch mit dem iPad benutzen. Die werden auch erkannt, ich zeige euch das mal. Wenn ich jetzt also die Kopfhörer mal in mein Öhrchen stecke. So. Ja, genau, verbindest du Kopfhörer? Ja, ich verbinde Kopfhörer. Und dann seht ihr, dass ich hier die InZone Buds verbunden habe. Ich kann hier zwar die Lautstärke einstellen, aber ich kann ansonsten nicht viel damit machen. Also ich habe jetzt nicht nur so eine Transparenzkontrolle, wie ich das zum Beispiel bei meinen AirPods hätte. Apropos Kontrolle und Nutzen an mobilen Geräten für Apple. Ihr müsst halt zwangsweise ein USB-C-Gerät haben. Das heißt, jeder, der ein iPhone, jeder, der hier ein iPhone 14 hat und schlechter oder niedriger, der kommt ja nicht weit, weil hier natürlich noch der Lightning-Anschluss dran ist. Das heißt, erst ab einem iPhone 15 bzw. 15 Pro könnt ihr diesen USB-Dongle hier an das Gerät, an euer mobiles Gerät stecken und dann verbinden. Also wenn ihr iOS-Nutzer seid. Ich habe es auf Biegen und Brechen nicht hinbekommen, die Kopfhörer per Bluetooth zu verbinden. Es ging einfach nicht. Ich habe es nicht geschafft. Die sind nirgendwo bei meinen Bluetooth-Einstellungen aufgetaucht. Ich habe sie dann mal spaßeshalber mit meiner Meta Quest, mit meiner VR-Brille verbunden. Und das ging ohne Probleme. Da wurden die Kopfhörer unter den Bluetooth-Einstellungen ganz normal angezeigt. Sowohl zum Beispiel hier meine InZone, ich glaube H7 sind das, als auch die InZone Buds. Also keine Ahnung, ob das auf Sonys Seite liegt oder ob iOS das blockiert. Wenn ihr also kein iOS mit USB-C habt, kein iOS-Gerät mit USB-C habt, dann rate ich euch erstmal ab von diesen Kopfhörern, da könnt ihr mich viel damit machen. Bevor wir jetzt allerdings in den Feldtest gehen und das Ganze dann anschließen, hier nochmal ein Vergleich. Jeder von euch kennt AirPods Pro in dem Sinne. Die haben so ungefähr dieselbe Größe. Ne? Wenn ihr euch jetzt mal die beiden Sachen hier anschaut, Charging Case ist ein bisschen kleiner, aber so was die Kopfhörer betreffen, die sind so ungefähr gleich. Also größentechnisch gibt es da nicht viel zu machen. Während ihr natürlich die AirPods hier an diesem kleinen Stamm bedient, habt ihr hier bei den InZone Buds den Touch-Sensor hier oben drauf. Aber ansonsten nehmen die sich größentechnisch überhaupt nichts. Gut, das soll es gewesen sein. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal um ins PlayStation-Zimmer, also praktisch ins Wohnzimmer, und machen dort weiter. Da werde ich euch dann ganz kurz noch was zum Versuchsaufbau erklären und dann geht's weiter. Kurz zum Versuchsaufbau. Ich habe ein sogenanntes binaurales Mikrofon von 3DO. Das heißt, ihr habt da so links und rechts zwei Kanäle, also zwei Ohren. Normalerweise wird das irgendwie für ASMR benutzt, aber wir benutzen das hier für ein möglichst detailgetreues Klangerlebnis für euch. Das heißt, ich rate euch, setzt euch auf jeden Fall Kopfhörer auf. Ob jetzt nun In-Ear oder Over-Ear-Kopfhörer, überlasse ich euch, das ist völlig egal. Aber Hauptsache, ihr setzt euch welche auf, damit ihr möglichst ein genaues Klangbild der Sony InZone Buds bekommt. Wir werden das Ganze an der PlayStation testen. Ich werde mit euch eine Runde zocken und ich werde das Ganze dann auch mal vergleichen mit den Over-Ear-Kopfhörern. Das sind die H7, das heißt, die haben kein Noise-Canceling, aber dennoch lohnt sich vielleicht der Vergleich beim normalen Spielen, auch so was den Raumklang betrifft etc. Und ich möchte ganz gerne noch Umgebungsgeräusche in meiner Wohnung simulieren, damit ihr das Noise-Canceling zum Beispiel zwischen den AirPods Pro und den Sony InZone Buds habt, damit ihr da auch so einen Vergleichswert habt. Also zieht euch Kopfhörer auf und dann gehen wir rüber und fangen an.
Nachdem ich die Sony InZone Buds jetzt testen konnte, möchte ich ein Fazit ziehen für euch. Und zwar, der Sound beim Spielen, phänomenal. Das Mittendrin-Gefühl ist wirklich vorhanden. Ich höre die Schritte, ich höre die Gegner besser, ich kann sie besser lokalisieren und darauf reagieren. Also es gibt mir einen Vorteil beim Spielen im Gegensatz zu meinen InZone H7, die gut sind, die gut klingen, die mir aber nicht dasselbe Mittendrin-Gefühl vermitteln wie die Sony InZone Buds. Das machen die hier eindeutig besser. Die sind auch ein bisschen teurer, aber für 200 € bekommt ihr hier wirklich, was das Spielgefühl betrifft, den Sound beim Spielen betrifft, echt was geliefert. Also von meiner Seite aus eine klare Kaufempfehlung. Aber, und das ist ein großes Aber, für Leute, die eine PlayStation VR 2 haben und dieses Headset nutzen wollen, die schauen ein bisschen in die Röhre. Warum? Weil der Dongle ein USB-C-Dongle ist und davon verfügt die PlayStation 5 nur über einen Anschluss. Und zwar genau den Anschluss, in den noch das Headset kommt. Also das VR-Headset. Ihr könnt es dementsprechend nicht gleichzeitig betreiben, so einfach so, ohne Workaround. Wahrscheinlich würde es klappen, wenn ihr einen der anderen USB-Anschlüsse nutzt und ihr benutzt hier so einen Adapter von USB-C auf USB-A, ist glaube ich, dann wird das wahrscheinlich genauso gut funktionieren. Aber für 200 € möchte ich mir keinen Workaround ausdenken. Da möchte ich, dass ich das Gerät auspacke, anschließe und es mit allen anderen Geräten von demselben Hersteller innerhalb dieses selben Ökosystems funktioniert. Und das tut es hier nicht. Und ich als VR-Enthusiast schaue da in die Röhre. Und das ist für mich leider ein Killerargument, dieses Headset nicht zu empfehlen. Wer keine VR-Brille nutzt von Sony, wer die PlayStation wirklich nur mit Controller spielt und seine 2D-Sachen spielt, der kann hier bedenkenlos zugreifen, bekommt hier ein tolles Headset mit einem tollen Klang und Noise Cancelling, wer es braucht, noch obendrauf, einer latenzfreien Übertragung, alles super. Wer allerdings noch mit der PSVR 2 spielt, der sollte von diesem Headset absehen und sich nach einer anderen Möglichkeit umgucken. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein. Da habe ich mir irgendwie gewünscht, dass hier vielleicht ein USB-A-Anschluss genutzt wird, wie zum Beispiel der Dongle, der bei den InZone H7 dabei war. Das ist ein USB-A-Anschluss und dementsprechend kommt sich dieses Headset mit meiner VR-Brille nicht in die Quere. Also warum Sony diesen Weg gewählt hat, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil die nächste PlayStation-Revision dann mehr USB-C-Anschlüsse hat und damit dann besser funktioniert. Meine OG PlayStation 5 jedenfalls kann nicht beides betreiben und das finde ich sehr schade. Und für 200 €, da ist mir das dann doch zu viel Geld. Würden die Hälfte kosten oder vielleicht maximal 120 €, hätte ich gesagt, na gut, okay, nimmst du mit und wechselst dann immer hin und her, aber so leider nicht. Ein anderer Negativpunkt richtet sich an OS 10-Nutzer, an macOS-Nutzer. Ne, wir sind gar nicht mehr bei OS 10. Mein Gott, wir sind ja bei OS 14, 15, 16, OS 16 sind wir, glaube ich, schon. Es gibt keine Software, der InZone Hub ist nur für Windows. Und damit kann ich die anderen Funktionen, die das Headset theoretisch bietet, als macOS-Nutzer nicht nutzen. Und auch da fühle ich mich so ein bisschen von Sony hinters Licht geführt und hätte mir gewünscht, dass, das kann nicht so schwer sein, dort auch eine OS 10-Applikation zu programmieren. Ich habe schon wieder OS 10 gesagt. Eine macOS-Applikation zu programmieren, die denselben Umfang hat wie auf Windows. Gut, das soll es gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und damit geht's in die Endcard. Hey, jetzt Christoph vom Kurzschlusskanal und aus dem Video, das ihr gerade geschaut habt. Schon mal vielen Dank, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr meinen Kanal und mich in Form eines Abos unterstützen würdet. Und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, damit YouTube weiß, dass dieses Video auch anderen Zuschauern gefallen kann. Und wenn ihr jetzt noch Feedback, Verbesserungsvorschläge, Wünsche oder Tipps habt oder generell mir oder den anderen Zuschauern etwas mitteilen möchtet, dann haut in die Tasten und nutzt die Kommentarfunktion. Ich lasse den Song jetzt noch auslaufen und mache jetzt so mein Ding. Und euch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.